Als mein Namensvetter und Hobbykollege Jörg zusammen mit Günther, ja genau dem Günther, dessen schöne Anlage wir euch Mitte Dezember in einem Video ausführlich vorgestellt haben, letzten Donnerstag bei mir in meinem Hobbykeller zu Besuch waren, sind wir auch auf meine kostenlose Variante zur Kabelverlegung zu sprechen gekommen. Da die beiden so begeistert von der Lösung waren, habe ich gedacht, hey, mach doch auch einmal ein Video darüber. Vor allem für alle die sich diesen Sonntag in den Kommentaren und Foren so darüber aufgeregt haben, dass ich erwähnt habe, eine Modellbahn würde Strom verbrauchen und das kostet auch was, wenn auch erstaunlich wenig, wie ich finde. Also für alle die ihre Modellbahn verkaufen wollten oder mir geraten haben, meine zu verkaufen, weil ich mir Gedanken über Kosten im Zusammenhang mit unserem Hobby gemacht habe. Hier meine absolut kostenlose Lösung. Genießt bitte die 3 Wochen Auszeit von den unerträglichen Gedanken an die Aufwendung für eine schöne Modelleisenbahnanlage. Denn auch nächste und übernächste Woche möchte ich leichte Unterhaltung liefern und die Modellbahnanlage eines Hobbykollegen, dieses Mal in Zweileiter und analog vorstellen. Falls ihr meine Videos mögt, würde ich mich übrigens sehr über ein Abo freuen, wenn ihr nicht schon zu der kleinen, aber super netten Community auf meinem Kanal gehört. Allerdings muss ich leider auch eine Warnung an alle die aussprechen, die schon auf mein Video mit den Stromkosten allergisch reagiert haben. In 4 Wochen, also am 9. Februar 2025, plane ich ein Video darüber, wie viel der Bau meiner mittelgroßen Modelleisenbahn denn nun eigentlich kosten wird. Sollte allein der Gedanke daran euren Blutdruck erneut in die Höhe treiben, so aktiviert bitte unbedingt auf YouTube die Option keine Videos von diesem Kanal empfehlen. Denn ich möchte mit meinen Videos auf YouTube Freude mit unserem tollen gemeinsamen Hobby Modelleisenbahn machen und nicht dafür verantwortlich sein, dass ihr den ganzen Kram irgendwann hinschmeißen wollt. Aber nach diesem langen Prolog nun endlich zu meiner Lösung, wie ich ohne Zusatzkosten sauber meine Kabel über oder auch unter der Anlage verlege. Ich nehme dafür schlicht und ergreifend Klipse für Lebensmittelverpackungen, wie sie beispielsweise für Toasts oder abgepacktes Brot verwendet werden. Diese kann man ganz einfach mit einem Tropfen Heißkleber dort ankleben, wo man Kabel befestigen möchte. Und man kann sie im Zweifelsfall, falls einem die Kabelführung nicht gefällt, auch wieder leicht abziehen. Je nach Untergrund aber nicht unbedingt rückstandsfrei. Die Kabel kann man dann einfach durch Umbiegen der Klipse sicher fixieren und auch jederzeit wieder, etwa zur Fehlersuche, problemlos herausnehmen. Damit ist man ungemein flexibel. Je nach Querschnitt der Kabel kann man bis zu 20 oder 30 Kabel in einem solchen Kanal führen. Falls das zu wenig ist, klebe ich tatsächlich 2 Klipse nebeneinander. Alternativ könnte man für seine Hauptverteilerrouten auch Kanäle ähnlich der Ringbindung von Schnellordnern verwenden. Diese Variante sieht natürlich zugegebenermaßen professioneller aus. Allerdings verschwinden dann die Kabel aus dem Blickfeld und es fällt mir zumindest schwer nachzuvollziehen, wo jedes einzelne hinläuft. Und kostenlos ist es auch nicht mehr, wenn auch nicht teuer im Vergleich zu einer neuen Digitallokomotive mit Sound- und radsynchronen Rauchgenerator. Ich weiß, aber das ist sicher Geschmackssache, was man an dieser Stelle lieber möchte. Ich zumindest verwende diese kostenlose Kabelhalterung von den Lebensmittelverpackungen tatsächlich mittlerweile fast überall. Wenn man die Klipse nicht wegwirft, sondern einfach in einem kleinen Schälchen in der Küche sammelt, kommt über das Jahr, zumindest bei uns als 4-köpfige Familie, die öfters zum Frühstück Toast isst, genügend Material zusammen, sodass ich immer dann, wenn ich beim Bau meiner gar nicht so kleinen Modellbahn an die Kabelverlegung komme, dann kann ich aus den Vollen schöpfen. Gerade für die letzten Meter vom Zentralverteilerstrang zu den einzelnen Verbrauchsstellen hin, finde ich diese Lösung so konkurrenzlos günstig und gut, einfach und flexibel, dass ich sie euch heute einmal kurz vorstellen wollte. Zumindest auch im Vergleich zu den Lösungen, die speziell auf dem Modellbahnsektor angeboten werden, die ich hier in Bildern einblende, auf die ich aber nicht im Einzelnen eingehen möchte.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr schaut nächsten Sonntag ab 8 wieder in meinem Hobbykeller vorbei. Lasst auch, wie schon gesagt, sehr gerne ein Abo da. Alle anderen Videos zum Bau meiner Modellbahn Traumanlage findet ihr übrigens gesammelt in der Playliste, die ich hier rechts verlinke. Ciao und pfiat euch, euer Jörg alias 1:87 Enthusiast.